Falls ihr noch eine Möglichkeit sucht, eure Modellbahnschätze würdig in Szene zu setzen, hier ein Vorschlag: ein Minimodul. Lasst es uns gemeinsam aufbauen und austesten. Liebe Modellbahnfreunde aus Ost und West, wir kennen das doch alle. Unsere Sammlungen sind reichlich gewachsen und die einzelnen Schätze schlummern in Kisten, Kartons und sonstigen dunklen Ecken. Schön wäre es doch, wenn wir diese Modelle einmal würdig präsentieren könnten, auf dem Schreibtisch, im Bücherregal oder auf Vereinsmessen etc. etc. Eine Möglichkeit ist es, ein Minimodul sich anzuschaffen und beispielsweise auf den Schreibtisch zu platzieren. Eine Möglichkeit, die ich hier ausgetastet habe, war das Angebot von Trainsetter GbR, ein Unternehmen, das sich 2019 in Baden-Württemberg gegründet hat, von den Eigentümern Udi Littke und Natascha Drews. Laut Eigenaussage wollen die beiden erschaffende Kreativität ausleben und zeigen, dass der Modellbau nicht ausstirbt. Grundsätzlich bietet Trainsetter zwei Segmente an. Zum einen sind das Oberleitungen, also Fahrträder etc. selbst entwickelt. Zum anderen sind das diese Minimodule, von denen es eine größere Bandbreite gibt für TT und N. Die Oberleitungen sind für N und Z. Wir beschäftigen uns aber diesmal mit den Modulen, die mich besonders interessiert haben und die ich hier ausgetestet habe. Hier sehen wir die ganze Verpackung, recht schlicht gehalten, was ich persönlich auch gut finde aus Umweltgründen, aber generell, ich setze nicht viel auf Produktpräsentation. Ich möchte das Produkt haben und kein zierendes Beiwerk. Das Ganze aufgeklappt, es sind 5 Bauteile, wenn ich mich recht erinnere, recht einfach gehalten. Es ist Pappel-Sperrholz, Dicke 4 mm, Länge 30,8, Breite 12,0 und Höhe 7 cm. Der Zusammenbau ist recht einfach, ihr werdet es gleich sehen. Wir sehen, das Ganze basiert auf dem Feder-Nut-Prinzip, also alles zum Zusammenstecken, was den Bau erleichtert. Zunächst wird empfohlen, und das empfehle ich euch auch, das Ganze mit Matt-Klarlack oder mit Klarlack zu behandeln, um das Ganze zu grundieren für die weiteren Schritte, weil wir möchten dann den Schotter später, werdet ihr sehen, in der Nassmethode festkleben. Und das würde dann aufquellen, das Holz möglicherweise. Wie gesagt, das Ganze auf Feder- und Nut-Prinzip. Wir haben hier die einzelnen Segmente. Man kann es aufbauen als Dammmodul, also sprich mit abfallender Anschräge, oder als Flächenmodul. Ich habe ein Dammmodul ausgewählt und werde entsprechend die größere Platte unten installieren. Das Mittelstück, seht ihr, habe ich schon eingesteckt. Das Ganze sehr gute Verarbeitung, passt perfekt. Sehr gut geschnitten, musste nicht nacharbeiten. Man könnte es theoretisch, und das habe ich auch gemacht, ehrlich gesagt, auch ohne Verleimung das Ganze anbringen, weil es ist wirklich derart gut ausgeschnitten, dass man hier nichts machen muss. Was ihr hier seht, sind die Löcher für Anschlüsse. Das Ganze ist gedacht als Minimodul, die man letztendlich zusammenstellen kann auf T-Track-Normung mit Kato Unitrack-Gleisen. Ich natürlich werde etwas anderes benutzen, aber das werdet ihr dann sehen. Nachdem ich das vorbehandelt habe, werde ich das Ganze hier mit Acrylfarben grundieren und auch die Seiten mit Grün, um mir dann die weiteren Schritte etwas zu erleichtern und damit der Untergrund nicht durchscheint. Ich wähle natürlich die guten alten Pico-Schienen, die ich hier mit Holzleim oder Weißleim aufklebe, fixiere, dann trocknet das Ganze an. Und im nächsten Schritt werde ich schottern. Hier habe ich echten Schotter, also Echtstein verwandt. Bringe ich großzügig auf, bin nicht geizig. Und im nächsten Schritt wird das Ganze festgeklebt. Erstmal natürlich mit einem Pinsel. Der Meister pinselt mit froh geschwinden Striche. Und im nächsten Schritt werden wir das Ganze mit einer Spüli-Fit-Wasser-Weißleim-Mischung ankleben. Und ihr seht, es wird ganz schön feucht, fröhlich. In diesem Sinne ist es sinnvoll, dass wir das Ganze mit Klarlack grundiert haben. Ich bin ein Fan von Weißleim und großzügigen Auftragen, also richtig dick, damit man dann die späteren Streu, Erde und so weiter, ich benutze hier Echterde, gut aufbringen kann und damit das Ganze auch schön hält. Ich benutze Erde, die ich aus dem Garten geholt habe, dann im nächsten Schritt dieses ultra feine Streu und eben auch etwas größere Segmente, so wie ihr es haben möchtet. Hier bilde ich nach die Böschung ja im Sommerzustand in etwa. Wenn ihr das natürlich auf dem Maß nachbauen möchtet, ist ja euer Modul, dann nehmt halt rote Erde, wie ihr möchtet, wie ihr froh seid. Ich habe es möglichst divers aufgestellt, damit es wirklich wild und zugewuchert aussieht, weil dieser Bahndamm wird nicht gepflegt von der Bahn, wie so häufig. Als Musiktipp gebe ich euch heute mit auf den Weg das Lied
Kinder, ich bin nicht der Sandmann von der Klaus-Renft-Kombo vom Album Zwischen Liebe und Zorn aus dem Jahre 1973. Hört mal rein. Wie ihr sehen könnt, sind die beiden Endstücke noch nicht eingestrichen. Die werde ich jetzt mit einer braunen Acrylfarbe versehen, um das Ganze etwas angenehmer zu gestalten, damit man sich in den Schrank stellen kann, dass es weniger auffällig ist. Einfach ganz normale Acrylfarbe verwandt, eingestrichen. Ihr könnt schon sehen, der Bahndamm ist schon reichlich grün. Auch zwischen den Gleisen wächst das Grün. Dann ist mir noch die Idee gekommen, dass ich vielleicht einen Wasserdurchlass installiere. Ihr seht, dann habe ich das mit dem Cuttermesser noch einmal durchgearbeitet, das Ganze ausgeschnitten. Hier dieses aus Klopapier geformte Stück eingefügt. Habe dann noch vorne etwas vorgestellt, damit es aussieht wie ein gemauertes Stück, Endstück, Auslassstück. Und oben noch was drauf, das Ganze dann angemalt, begrünt und unten dran aus Weißleim bzw. Kleber das Ganze Wasser nachgebildet. Die alten Pico Hohlprofilschienen haben neben den üblichen Problemen auch die Problematik, dass sie stark glänzen. Um das Ganze etwas abzumildern, habe ich hier die Seiten mit Acrylfarbe behandelt, also eine braune Rostfarbe ähnlich aufgetragen und dann die Oberfläche mit dem Finger abgezogen, um die glänzende Farbfläche nachzubilden. Hier könnt ihr jetzt das fertige Modul sehen. Ein kurzer Anflug. Ich habe schon einen Kesselwagen von Pico aufgestellt, eine Lok von Arnold, die V200 und dahinter die Dampflok und SNCF, Tonnendachwagen. Das Licht ist jetzt etwas wärmer. Das Ganze gibt es dann auch etwas schärferen Licht, weniger Warmlichtanteile. Ich finde, die Gestaltung kann sich sehen lassen. Es ist genau das, was ich wollte. Ein Fotomodul oder ein Modul, was ich in den Schrank stellen kann, aber eben auch als Fotomodul verwenden kann. Dazu gleich mehr. Wie ihr seht, ich habe Sträucher aufgestellt, den Durchlass gestaltet, habe auch einen Kilometerstein aufgestellt und das Ganze ist wirklich sehr, sehr leicht, auch mit Lokomotiven aufgestellt und mit der Begrünung ist es wirklich ultra leicht, es lässt sich mit einer Hand tragen, mit einer Hand hochheben. An den Seiten haben wir diese halbrunden Aussparungen, mit denen man es auch nochmal hochheben kann. Es lässt sich wunderbar von allen Seiten fotografieren, so habe ich mir das vorgestellt. Lassen sich ein kleinerer Zug aufstellen und diese kleinen Details, man kann es gestalten, wie man möchte, als Bahndamm, man kann es noch wilder gestalten, man kann es etwas ordentlicher gestalten, mehr Steine, mehr Felsen und das macht das Ganze eben auch, dass man das als Damm gestalten kann oder eben als Flachmodul, wo man dann oben noch mehr Fläche zum Gestalten hat und so könnte man dann auch verschiedene Module nebeneinander legen. Ich wollte das Ganze mit Fotohintergrund, ich habe mir eine Tapete ausgedruckt, ein Bild, wer die Stadt erkennt, bitte schreibt es in die Kommentare, ich bin gespannt. Habe die an den Seiten ein bisschen weiter gemalt, weil ich das zu wenig, das war zu klein und ich war zu faul, es nochmal auszudrucken. Dann habe ich gesagt, dann malst du den Rest. Das Ganze lässt sich mit Magnete hinter das Modul klemmen. Ich finde, es kann sich sehen lassen. Also fotografisch lässt sich das Ganze gut erfassen mit den Zügen davor. Hier seht ihr, das sind Magnete, die sind ausgebaut von Zigarettenpapierspendern. Optimal, es hält genauso, wie ich mir das vorgestellt habe, nicht zu stark, aber auch nicht zu schwach. Es steht sicher und diese Sperrholzplatte, die gab es nicht dazu, die habe ich nochmal selbst gestaltet. Und hier seht ihr das Ganze im Bücherregal. Wenn das Bücherregal etwas tiefer ist, könnt ihr das vor eure Bücher stellen und habt so noch eine zusätzliche Zierde. Ein kleiner Blickfang kann man sich dann überlegen, man muss vielleicht auf Dauer eine Plexiglashaube sich konstruieren, um das Ganze nicht zu sehr verstauben zu lassen. Großartig auch, wenn das Licht hier wie im Abendlicht dann einfällt, die Möglichkeiten hier stimmungsvolle Fotografien und Aufnahmen zu erstellen, sind enorm. Also ich war wirklich begeistert, das ist großartig. Ich zeige euch gleich auch noch Fotos, die ich gemacht habe im Abendlicht, wie das leuchtet, wie das hier mit der E-Lok möglich ist abzubilden, großartig. Mit der E-Lok natürlich, jetzt wird einer sagen, ja, da fehlt der Fehldraht. Ja, das ist richtig. Aber man muss bedenken, ich habe es mir gedacht, ich werde in Zukunft vielleicht noch einzelne 2 oder 4 Masten aufstellen mit Fahrdraht von Pico Original und die mit Magneten dann zum Aufsetzen gestalten, damit ich das ab- und annehmen kann für verschiedene Epochen, für verschiedene Strecken. Und ihr seht, im Hintergrund laufen die Bilder ab.
Ich bin überzeugt von diesen Modulen, hat mir viel Spaß gemacht, das Ganze auszutesten und ich kann das Produkt wirklich empfehlen. Ich wurde nicht gesponsert, wie gesagt, nochmal alles selbst finanziert und ich bin von dem Produkt und Trainsetter wirklich überzeugt, sind sympathische Leute und es ist wirklich ein kleines Unternehmen, was ihr auch mit euren Geldern fördern könnt. Ich habe das Ganze im Angebot bekommen für 12 Euro irgendwas, normalerweise 18 Euro, ist aber auch seinen Preis wert. Meine Kaufempfehlung geht raus, Versand normal, also ich kaufe sowas nicht häufig. Möchte nicht sagen, ich bin geizig, aber ich bin sparsam und dadurch, dass ich eben oftmals Retro- oder alte Modellbahnsachen kaufe, sind die Kosten, die ich für mein Hobby aufwende, auch beschränkt oder eher klein. Und hier habe ich mir gedacht, zu Weihnachten möchtest du das gerne mal ausprobieren, wo du auch Zeit hast, wo du es einmal dann auch in etwas steckst, wo du überzeugt sein kannst, dieses Unternehmen, das kannst du fördern, guten Gewissens, weil es sind nicht alle Unternehmen gleich förderwürdig, das wisst ihr ja selbst. Kritik kann man en masse anbringen. Das war meine Produkttestung sozusagen. Es hat mir ja sehr viel Spaß gemacht, das Ergebnis lässt sich wirklich vorzeigen und ihr werdet das Modul auch in zukünftigen Videos, wenn ich Fotos mache oder einzelne Wagen, Loks vorstelle, dann auch immer wieder sehen. Ich wünsche euch für das kommende Jahr 2026 alles Gute, bleibt dem Modellbahn-Hobby treu, schafft Frieden ohne Waffen. Was bleibt mir zu sagen? Glück auf und fahrt frei.